Du willst deine erste Espressomaschine kaufen. Es gibt ein paar Sachen, die du aber vorher wissen solltest. 10 davon erfährst du in diesem Video. Eines vorweg. Nicht für jeden von euch ist die Espressomaschine die richtige Wahl. Ihr könnt damit super leckeren Espresso brühen oder auch, es kann eine riesige Frustrationsquelle sein. Ja, und eine gute Espressomaschine bedeutet auch nicht gleichzeitig guten Espresso. Bestes Beispiel, schaut links und rechts in die Gastronomie. Die erste Frage, die ihr stellen solltet, was seid ihr für ein Getränketyp? Wie der Name es schon sagt, die Espressomaschine, die hat ihre Stärke beim Espresso und bei Espresso-basierenden Getränken. Wenn du lieber lange Getränke trinkst, also ein Lungo, ein Kaffee-Creme, vielleicht auch ein Filterkaffee-ähnliches Getränk, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Denn hier sind wir nicht nur beim Espresso, sondern auch beim Cappuccino oder Latte Macchiato. Du kannst natürlich auch einen Americano machen, aber ein guter Kaffee-Creme, ein richtig gut eingestellter, langer Kaffee, schmeckt wahrscheinlich ein bisschen besser als der Americano. Also lohnt es sich hier auf jeden Fall zu überlegen, wie trinkst du deinen Kaffee, wie trinkt euer Haushalt den Kaffee, um zu entscheiden, ob die Espressomaschine die richtige Maschine ist, um eure Kaffeegetränkewünsche zu erfüllen. Wenn ihr euch für eine Espressomaschine entschieden habt, ist wichtig zu bedenken, das ist nicht nur eine Entscheidung für eine Espressomaschine, sondern für einen halben Haushalt. Denn das wichtigste Zubehör ist eure Mühle. Ihr könnt noch so eine gute Espressomaschine haben, wenn die Mühle euch nicht die richtige Partikelverteilung, euch nicht den richtigen Mahlgrad für Espresso liefert, werdet ihr niemals guten Espresso trinken. Das heißt, der größte Fokus bei der Auswahl eurer Espressomaschine muss auf der Mühle liegen. Das Schöne beim Espresso machen ist, das geht auch mit einer günstigen Maschine. Eure Reise kann natürlich auch mit einer günstigen Maschine beginnen. Also ihr müsst jetzt nicht zigtausend Franken ausgeben. Es gibt tatsächlich einige Espressomaschinen, auch unter 1000 und auch unter 600 Euro, die gute Arbeit leisten. Hier steht ein Beispiel mit auf dem Tisch, welches wir euch unten auch verlinken. Ansonsten haben wir natürlich viele Tests gemacht, die euch verschiedenste Espressomaschinen zeigen. In jedem Fall empfehlen wir euch, geht zu einem lokalen Händler oder geht zu einem lokalen Fachpartner, der euch die Möglichkeit gibt, eine Maschine auch mal kennenzulernen, mit ihr Espresso zu brühen, um auch zu spüren, ob die Maschine zu euch passt, ob sie eure Getränkebedürfnisse vernünftig erfüllt, ja, und ob sie euch Spaß macht und ob sie dann auch mittelfristig in euren Haushalt passt. Zu bedenken ist natürlich schon von Anfang an, dass eine günstige Maschine vielleicht dazu führt, dass ihr dann schon bald die nächste, die bessere, die größere Maschine kaufen wollt. Wir sprechen auch liebevoll von Upgraderitis. Es gibt unglaublich viele verschiedene Tools im Kaffeebereich. Es gibt Mühlen, die neu auf den Markt kommen, die dann doch schon sehr verlockend aussehen. Und das kann sein, ist aber nicht unbedingt notwendig, um guten Espresso zu trinken. In einem letzten Gespräch mit einem Barista habe ich erfahren, dass in kürzester Zeit von 15 Monaten 2 Mühlen und 3 Maschinen gekauft wurden. Und das sollte nicht das Ziel sein. Entscheidet euch lieber sorgfältig für eine Maschine oder eine Mühle oder auch Equipment, was euch länger begleiten wird. Aber eine Investition ist fast die wichtigste. Es geht um die Waage. Die Waage erlaubt euch eigentlich guten Kaffee zu brühen. Ohne Waage macht die ganze Reise mit der Espressomaschine keinen Spaß. Denn Verhältnismäßigkeit zwischen eingesetztem Kaffeepulver und Brühwasser und am Ende dann eben dem Kaffeegetränk, das macht eigentlich aus, ob ihr überhaupt guten Kaffee machen könnt. Und zwar nicht nur einmal, sondern wieder. Es gibt nichts Blöderes, als wenn ihr gerade einen richtig guten Espresso getrunken habt und ihr wollt ihn wieder brühen und es klappt einfach nicht, weil ihr nicht genau wisst, was für ein Verhältnis ihr vorher verwendet habt. Und tatsächlich geht es da um wenige Gramm und sogar Zehntel Gramm. Das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber sobald ihr anfangt mit einer Espressomaschine zu arbeiten, zu spielen und sie kennenzulernen, werdet ihr merken, die Waage war wahrscheinlich die wichtigste und die beste Investition. Und mit der Waage im Gepäck beginnt eigentlich eine Reise und ich kann euch nur sagen, seid geduldig, nehmt euch Zeit mit eurer Maschine.
Es wird dauern, bis du deine Maschine und deine Mühle wirklich beherrscht und verstanden hast. Die ersten Brühungen werden nicht lecker sein und zwischendurch werden Brühungen auch wieder nicht lecker sein. Und dann wechselst du den Kaffee und dann hast du wieder 5 Brühungen, die nicht lecker sind. Zwischendurch werdet ihr immer wieder leckere Espressi haben, aber um die Konstanz wirklich zu erreichen, nehmt vielleicht eine Schulung wahr, geht in eine Beratung, guckt euch in verschiedenen Videos rum, die euch wirklich dahin leiten, dass regelmäßig leckere Espressi und Cappuccini aus euren Espressomaschinen rauskommen. Ihr merkt, es braucht etwas Geduld und Zeit. Das Schöne ist, gute Espressomaschinen und Mühlen halten das auch aus. Vorausgesetzt, natürlich, ihr habt eine ordentliche Maschine gekauft und ihr pflegt sie. Und Pflege ist wirklich wichtig. Und es fängt vor allem schon beim Wasser an. Und das will ich euch von Anfang an auch ans Herz legen. Wenn ihr eine Espressomaschine kauft und eine Mühle, ihr müsst euch Gedanken machen, mit welchem Wasser ihr in die Maschine reingeht, wie ihr das Wasser auf die richtige Härte bringt, dass einerseits der Kaffee schmeckt und praktischerweise, wenn der Kaffee schmeckt, gleichzeitig die Härte auch in einem Bereich ist, dass die Maschine nicht zu schnell verkalkt. 90% und mehr der Maschinendefekte kommen von zu hartem Wasser. Das heißt, zu einer Espressomaschine gehört ein bisschen tatsächlich und leider auch die Wasserbehandlung und das entsprechende Wasser zu verwenden. Und wenn wir schon über Pflege und Wartung sprechen, dann gibt es niemand Besseren, um darüber zu sprechen, als Michel Indelicato. Ihr werdet euch mit einer Espressomaschine bewusst dazu entscheiden, vieles selbst zu machen. Espresso-Zubereitung ist ein Handwerk. Beim Vollautomat drückt ihr auf den Knopf und es passiert alles in einem geschlossenen Gerät drin. Beim Espresso zubereiten müsst ihr immer wieder reinigen. Einerseits die Maschine, aber andererseits auch den Siebträger. Ihr müsst tempen, ihr habt eine Mühle. Es gibt immer wieder ein bisschen Krümel rundherum. Und mit dem müsst ihr euch erstmal auseinandersetzen, dass vielleicht am Boden vor der Maschine zwischendurch mal etwas Kaffee liegt. Espresso zubereiten bedeutet somit auch regelmäßige Reinigung. Und das völlig unabhängig davon, welchen Maschinentyp ihr gewählt habt. Es gibt Maschinen, die sind vor allem gut dafür, Espresso zu machen. Das sind vor allem zum Beispiel Einkreiser, aber auch viele Thermoblocks. Wobei, die unterscheiden sich natürlich auch von Maschine zu Maschine, weshalb ihr vielleicht besser, bevor ihr eine Maschine kauft, noch das eine oder andere Video von uns schaut. Dual Boiler können in der Regel beides gut. Espresso machen und auch Milch schäumen, weil sie jeweils einen Boiler haben, der für eine Aufgabe verantwortlich ist und dieser Boiler dann eben auch gut und präzise eingestellt werden kann. Zweikreiser sind so ein Versuch, beide Welten zu vereinen, was mehr oder weniger häufig auch nicht gelingt. Im Moment passiert richtig viel auf dem Markt, deswegen lohnt sich ein aktueller Blick nach links und rechts in aktuelle Videos und ein Blick auf neue Maschinen, denn da tut sich so einiges und das ist vielleicht spannend, weil es eben neue Kombinationen hervorbringt, die genau zu euren Getränkebedürfnissen passen. So, und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann laden wir euch ein. Abonniert doch gerade unseren Kanal, dann könnt ihr noch viel mehr über Kaffee lernen. Es gibt aber eine kleine Gefahr. Es besteht die Gefahr, dass ihr ein neues Hobby gefunden habt. Denn Kaffee machen kann wirklich ein Rabbit Hole sein. Es kann auch sein, dass ihr mit uns und anderen Nerds sehr viel Zeit verbringen werdet, was wir natürlich super toll finden und euch im nächsten Video dann wieder begrüßen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr euch nach dem Schauen dieses Videos dann eben doch entschieden habt für eine neue Espressomaschine, für eine neue Mühle, für ein neues Hobby. Und wenn wir uns öfter sehen, hier bei uns im Kanal, bis dahin sagen wir Happy Espresso trinken, tschüss und bis bald. Und wenn wir schon bei der Pflege sind, dann leite ich rüber zum Putzspezialisten Michel Indelicato. Das ist eigentlich gut. Wenn du lieber lange Getränke trinkst, wenn man nicht nur labert, sondern präzise reden will, ist das schon ein bisschen komplizierter.